Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte euch mal einen kleinen Zwischenstand bieten. Wir haben ja die EcoFlow Wave 2 Klimaanlage fürs Wohnmobil getestet und ja, krass. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier ein Dachobergeschoss. Das hat keine Klimaanlage. Hier waren es gestern 31 Grad und dann habe ich die EcoFlow angemacht. Allerdings muss man Folgendes machen. Der Trick ist bei der EcoFlow, man muss den kleinen Schlauch anschließen und wie ihr seht, da unten könnt ihr es vielleicht sehen, da tropft die ganze Zeit Wasser raus, sogar schon die Dachrinne ist feucht. Könnt ihr das sehen, wie stark der das entfeuchtet? Ich zeige euch das mal gerade, dann können wir es hier ein bisschen besser sehen. Da drin ist die Dachrinne, ich hoffe, ihr könnt das sehen, die Reflexion, da läuft das Wasser richtig runter, weil wenn man den Fehler macht bei der Anlage, die hat eine interne Sammlung des Kondenswassers, das funktioniert nur in trockenen Räumen und jetzt, wo das so feucht schwül ist, da muss man in der Software einfach nur angeben, dass sie extern entwässert und dazu schließt man diesen kleinen Schlauch hier an, der ist hier dran. Den könnt ihr aus dem Fenster rausmachen, das habe ich jetzt gemacht. Und dann kommen hier vorne sage und schreibe 10,6 Grad raus und die Raumtemperatur im Moment hier drin sind etwa rund 20 Grad bei einer Außentemperatur von 30 Grad unter dem Dachboden. Das ist ganz krass. Also ich habe noch nie so eine Anlage gesehen, die so krass runterkühlt. Und ich glaube, dass einige YouTuber, die das Ding getestet haben, diese Entwässerungseinrichtung nicht angemacht haben. Das heißt, man kann in der Software wählen, ob hier dieser Schlauch aktiviert werden soll, wie ich das jetzt gemacht habe, das Wasser ausgeworfen wird oder nicht. Und wenn das nicht ausgeworfen wird, dann kühlt die Anlage nur in Räumen, die relativ trocken sind. Und das hast du einfach im Sommer nicht. Ich zeige euch mal das Bedienfeld. Also hier kommen im Moment aus dem Luftauslass 10,7 Grad raus. Und ich habe sie auf 21 Grad gestellt. Das ist übrigens das ganze Geräusch, was ihr hört. Und sie kühlt so krass runter, dass wir unterm Dachgeschoss, hier das ganze Dachgeschoss hier mit Fotostudio und so weiter von circa, roundabout, hier oben waren glaube ich 31 Grad gestern, jetzt auf mollige, krasse 20 Grad, was wir jetzt hier haben. Also es ist schon fast zu kühl im Moment. Also ich habe es auf 21 Grad eingestellt und die hält auch die Temperatur. Und zwar dieser ganze Raum hier, der ist richtig groß, das sind ca. 35 Quadratmeter, komplett klimatisiert mit der EcoFlow Wave 2 und das bei einem Stromverbrauch von ca. 600 Watt. Also das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Und das Einzige, was ihr machen müsst, sind hier diese zwei Schlauchausgänge anschließen. Es ist eine richtige Split-Klimaanlage. Das heißt, hier vorne wird die Luft angesaugt. Hier oben kommt die kalte Luft raus, also da rein, da oben raus. Und hier hinten wird der Verdampfer mit kalter und warmer Luft dann rausgeführt. Und ich hatte das Glück, dass ich hier so ein kleines Eckfensterchen habe. Und dadurch strömt auch keine warme Luft nochmal nach, sondern die bleibt quasi draußen und ihr habt also keine Fremdzirkulierung. Also das ist richtig cool und sie ist so leise, dass man auch hier drin schlafen kann. Also wenn ihr eine Klimaanlage gerade fürs Dachgeschoss nachrüsten möchtet, 5500 BTU und wie gesagt Ausgang 10,11 Grad im Moment draußen. Nachmittags wird es hier oben im Dachgeschoss ca. 23 Grad. Das haben wir gestern nochmal geguckt, aber keine 31 Grad mehr, wie es hier war. Und sie packt also diesen kompletten Raum, obwohl sie gar nicht dafür gebaut war. Also EcoFlow Wave 2. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es bleibt spannend. Ciao.